Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Marie und ich sind jetzt schon seit mehreren Jahren in einer festen Beziehung. Marie und ich sind jetzt schon seit mehreren Jahren in einer festen Beziehung. Seit ein paar Monaten hat sich das geändert. Wir sehen uns kaum noch und sprechen sehr wenig miteinander. Seit ein paar Monaten hat sich das geändert. Wir sehen uns kaum noch und sprechen sehr wenig miteinander. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber wir leben uns immer mehr auseinander. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber wir leben uns immer mehr auseinander. Ich habe uns vor ein paar Wochen eine Reise nach Italien gebucht. Ich dachte, dass die gemeinsame Zeit uns gut tun wird. Ich habe uns vor ein paar Wochen eine Reise nach Italien gebucht. Ich dachte, dass die gemeinsame Zeit uns gut tun wird. Aber ehrlich gesagt, haben wir uns fast die ganze Zeit gestritten. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Aber ehrlich gesagt, haben wir uns fast die ganze Zeit gestritten. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, was man da noch machen kann. Ich möchte sie nicht verlieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das, was wir haben, überhaupt noch eine Beziehung nennen kann. Ich habe keine Ahnung, was man da noch machen kann. Ich möchte sie nicht verlieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das, was wir haben, überhaupt noch eine Beziehung nennen kann. Vielleicht müssen wir uns einfach wieder öfter sehen. Dann kommt die Leidenschaft von alleine wieder in die Beziehung. Vielleicht müssen wir uns einfach wieder öfter sehen. Dann kommt die Leidenschaft von alleine wieder in die Beziehung. Ich werde Marie anrufen und sie fragen, ob wir heute zusammen einen Spaziergang machen. Ich werde Marie anrufen und sie fragen, ob wir heute zusammen einen Spaziergang machen. Hallo Marie, hier ist Simon. Ist alles gut bei dir? Hallo Marie, hier ist Simon. Ist alles gut bei dir? Hey Simon, ja, bei mir ist alles gut. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Wie geht es dir? Was machst du so? Hey Simon, ja, bei mir ist alles gut. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Wie geht es dir? Was machst du so? Mir geht es auch gut. Du, ich wollte dich etwas fragen. Hast du Lust, heute zusammen in den Park zu gehen? Wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Mir geht es auch gut. Du, ich wollte dich etwas fragen. Hast du Lust, heute zusammen in den Park zu gehen? Wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Na klar, lass uns in den Park gehen. Wir haben einiges zu besprechen. Na klar, lass uns in den Park gehen. Wir haben einiges zu besprechen. Was meinst du damit? Was gibt es denn zu besprechen? Was meinst du damit? Was gibt es denn zu besprechen? Ich habe mir ein paar Gedanken über unsere Beziehung gemacht. Darüber würde ich gerne mit dir reden. Ich habe mir ein paar Gedanken über unsere Beziehung gemacht. Darüber würde ich gerne mit dir reden. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich denke, dass uns ein ehrliches Gespräch gut tun wird. Ja,
das ist eine gute Idee. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich denke, dass uns ein ehrliches Gespräch gut tun wird. Das denke ich auch. Dann sehen wir uns um 18 Uhr im Park. Das denke ich auch. Dann sehen wir uns um 18 Uhr im Park. Ja, das passt perfekt. Dann bis gleich, Liebling. Ja, das passt perfekt. Dann bis gleich, Liebling. Bis später, Schatz. Bis später, Schatz. Hallo Marie, du siehst toll aus. Es ist schön, dich wiederzusehen. Hallo Marie, du siehst toll aus. Es ist schön, dich wiederzusehen. Du siehst auch toll aus, Simon. Lass uns am besten gleich mit dem Gespräch über unsere Beziehung anfangen. Du siehst auch toll aus, Simon. Lass uns am besten gleich mit dem Gespräch über unsere Beziehung anfangen. Das ist eine gute Idee. Mir ist aufgefallen, dass in unserer Beziehung in letzter Zeit die Leidenschaft fehlt. Das ist eine gute Idee. Mir ist aufgefallen, dass in unserer Beziehung in letzter Zeit die Leidenschaft fehlt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Als wir in Italien waren, habe ich mich nicht wirklich wie deine Freundin gefühlt. Du hast mir kaum Zuneigung gegeben. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Als wir in Italien waren, habe ich mich nicht wirklich wie deine Freundin gefühlt. Du hast mir kaum Zuneigung gegeben. Das tut mir leid. Wir haben uns in letzter Zeit einfach zu selten gesehen. Das tut mir leid. Wir haben uns in letzter Zeit einfach zu selten gesehen. Das stimmt. Ich habe mit ein paar Freundinnen von mir gesprochen und wir haben eine Idee, wie wir unsere Beziehung retten können. Das stimmt. Ich habe mit ein paar Freundinnen von mir gesprochen und wir haben eine Idee, wie wir unsere Beziehung retten können. Ach ja, was haben deine Freundinnen denn gesagt? Ach ja, was haben deine Freundinnen denn gesagt? Was hältst du davon, wenn wir eine offene Beziehung haben? Was hältst du davon, wenn wir eine offene Beziehung haben? Was meinst du damit? Ich verstehe nicht, was eine offene Beziehung sein soll. Was meinst du damit? Ich verstehe nicht, was eine offene Beziehung sein soll. Naja, wir sind zusammen, aber wir sind auch gleichzeitig Single. Naja, wir sind zusammen, aber wir sind auch gleichzeitig Single. Wie? Also du willst andere Kerle treffen? Meinst du das ernst? Wie? Also du willst andere Kerle treffen? Meinst du das ernst? Ja, ich meine das ernst. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um unsere Beziehung zu retten. Ansonsten ist es bald vorbei. Ja, ich meine das ernst. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um unsere Beziehung zu retten. Ansonsten ist es bald vorbei. Ich weiß, dass es in letzter Zeit nicht so gut läuft, aber das ist doch kein Grund, gleich Dates mit anderen zu haben. Ich weiß, dass es in letzter Zeit nicht so gut läuft, aber das ist doch kein Grund, gleich Dates mit anderen zu haben. Hast du etwa eine bessere Idee, was wir machen können? Hast du etwa eine bessere Idee, was wir machen können? Naja, ich dachte, dass wir damit anfangen, uns wieder öfter zu sehen und zum Beispiel einmal die Woche einen romantischen Abend in einem Restaurant haben. Naja, ich dachte, dass wir damit anfangen, uns wieder öfter zu sehen und zum Beispiel einmal die Woche einen romantischen Abend in einem Restaurant haben. Aber Simon, das haben wir doch schon probiert. Das funktioniert nicht. Aber Simon, das haben wir doch schon probiert.
Das funktioniert nicht. Also willst du wirklich eine offene Beziehung führen und es wäre okay für dich, wenn ich andere Frauen treffe? Also willst du wirklich eine offene Beziehung führen und es wäre okay für dich, wenn ich andere Frauen treffe? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Wir sind aber immer noch zusammen und verbringen Zeit miteinander. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Wir sind aber immer noch zusammen und verbringen Zeit miteinander. Marie, also entweder du willst mich als Freund oder eben nicht. Es gibt nichts dazwischen. Wenn du andere Typen treffen möchtest, ist das okay, aber dann müssen wir uns trennen. Marie, also entweder du willst mich als Freund oder eben nicht. Es gibt nichts dazwischen. Wenn du andere Typen treffen möchtest, ist das okay, aber dann müssen wir uns trennen. Wieso bist du denn so stur? Ich versuche hier unsere Beziehung vor dem Scheitern zu bewahren. Wieso bist du denn so stur? Ich versuche hier unsere Beziehung vor dem Scheitern zu bewahren. Für mich klingt es eher so, als würdest du andere Männer treffen wollen und gleichzeitig mit mir zusammen sein. Aber das geht nicht. Für mich klingt es eher so, als würdest du andere Männer treffen wollen und gleichzeitig mit mir zusammen sein. Aber das geht nicht. Dann halt nicht, Simon. Heutzutage ist so etwas ganz normal. Das haben alle meine Freundinnen auch gesagt. Viel Glück dir noch. Ich verlasse dich. Dann halt nicht, Simon. Heutzutage ist so etwas ganz normal. Das habe alle meine Freunde auch gesagt. Viel Glück dir noch. Ich verlasse dich. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!